rest of the year. It went by so fast, I barely did see it. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann, dabei. Genau, 4. Advent. Und das ist nämlich unser Thema. Eine wunderschöne Tischdeko für den Kaffeetisch, für den Weihnachtstisch. Ganz genau, ganz natürliche Materialien, ein paar Kerzen. Und guck mal hier oben, Micha, auch. Genau, auch der Weihnachtsstern kommt von oben runter in der Papiertüte, ganz schnell gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und wir zeigen euch jetzt, was wir heute für unsere natürliche Tischdeko brauchen. Und das schwenken wir nach unten hier einmal, Micha, ne? Genau, und die habe ich nämlich gestern gesehen und die habe ich mitgenommen, weil ich finde, damit können wir unseren Lichterkranz hier nämlich noch richtig schön aufpeppen, passend zur Tischdeko. Und dann natürlich Weihnachtssterne und die richtig schön in Rot diesmal. Und hier habe ich auch nochmal das Polstermoos, den Rest. Eine Vase haben wir gerade dekoriert und da haben wir immer noch so viel von der letzten Tischdeko. Dann habe ich hier nochmal ein paar Holzscheiben. Ein Ast habe ich gerade von draußen geholt. Ich sammle Äste. Ich liebe Äste in allen Variationen und ich denke, der passt ganz gut. Dann habe ich hier nochmal das Juteband, ein bisschen Kraftpapier und was haben wir hier noch? Genau, diese Seite habe ich einfach mal ein paar Zapfen noch. Dann habe ich hier ein bisschen Oasis Fix und nochmal hier diese Box mit den Resten. Da habe ich noch ein paar Apfelscheiben, Kokossterne, Sternanis und ein paar Nüsse sind da drin. Da gucken wir einfach mal. Ja, und dann habe ich noch 2 Kerzen in Rot durchgefärbt, passend oben zum Kranz. Und habe ich gestern auch noch bekommen. Das sind nochmal so kurze Stabkerzen, finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich finde, das Rot passt auch wunderbar hier zu unseren Weihnachtssternen. Und ich würde sagen, ach nee, und die beiden, 3 haben wir auch noch übrig. Die passten auch nicht bei uns in die Vase und die werden mit eindekoriert. Und ich würde sagen, wir fangen an. Heute haben wir den 4. Advent, oder Micha? Ja. Genau, 4. Advent. Und da finde ich, da können wir doch richtig toll, wir kriegen nämlich heute, das heißt, Laura und Lenny bekochen uns heute. Und da haben wir gedacht, da machen wir doch eine richtig schöne weihnachtliche Tischdeko. Und da fangen wir natürlich, wieder ganz natürlich an, mit unseren Baumscheiben. Die habe ich in allen Variationen, in allen Größen. Das sieht man hier, guck mal, die sind auch immer wieder draußen bei uns im Schuppen. Und ich lege mir die jetzt hier einmal so quer, einmal über den Tisch rüber, ruhig die Größen ein bisschen durcheinander, mal eine kleine, mal eine große. Genau, eigentlich würde ich mal sagen, so ein bisschen wie ein Tischband. Und genau, die lege ich mir jetzt einmal hier so quer über den Tisch rüber. Jetzt haben wir die Zapfen wieder unten hängen. Ich habe das letztes Mal hochgehängt, aber da wir den auch gleich dekorieren, musste ich ihn runterholen und gucken, dass ich so ein bisschen aneinander, ja, daran vorbeigehe. Was wichtig ist, dass der Tisch natürlich nicht beschädigt wird, außer ihr habt einen Glastisch oder wie auch immer. Aber so muss man natürlich aufpassen. Bei der letzten Tischdeko habe ich den Müllbeutel genommen, damit der Tisch geschützt ist und keine Feuchtigkeit. Das Moos ist schon relativ trocken, aber trotz alledem passe ich da immer auf. Und ich werde jetzt den Ast nehmen und den hier erstmal einmal hier so oben rauflegen. Und der Schutz ist heute bei mir die Holzscheibe. Das heißt, hier kommt jetzt die natürliche Deko drauf. Das heißt, der Tisch ist geschützt. Wenn ihr das gerne möchtet, könnt ihr hier unter
auch ein bisschen Filzbordüre rankleben oder Jutestoff, auch sehr schön. Da kann man sich kreativ ausleben und dann hat man nochmal einen extra Schutz für den Tisch. Aber hier bei uns ist es jetzt so völlig in Ordnung und ich würde sagen, wir fangen an. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었 Zuallererst, bevor wir mit der natürlichen Deko anfangen, würde ich sagen, gucken wir erstmal, wo die Kerzen stehen sollen. Und was ich immer wieder nur wiederholen kann, nimmt oder achtet drauf, dass ihr einen Brandschutz unten habt. Das ist so eine Art Alubeschichtung. Und natürlich muss man immer dabei sein, wenn die Kerzen brennen, aber das ist dann doch immer noch ein ganz guter Schutz. Und ich finde hier, eine Kerze ist sehr schön, so in der Mitte. Und ich würde sagen, hier hinten vielleicht, das passt ganz gut, kommt die andere Kerze mit drauf. Die Stumpenkerzen fixiere ich mir jetzt nicht, aber diese Stabkerzen, da habe ich mir jetzt so ein Stück Oasis Fix abgemacht und habe es ein bisschen in der Hand gelassen, damit das schön warm wird. Und das könnt ihr euch jetzt hier mit Oasis Fix super, und da würde ich mal sagen, hier so einfach an den Stamm oder an den Ast dran, und da fixiere ich mir jetzt hier meine Kerzen. Wenn ihr natürlich habt, entweder könnt ihr Löcher bohren, könnt ihr da reinsetzen oder mit einem anderen Halter, aber das habe ich nicht, aber so hält das schon mal super. Und das mache ich jetzt mit den anderen Stabkerzen genauso. Ich mache mir wieder ein bisschen ran, gucke, wo sie sicher halten und fixiere mir die hier an den Ast. Now I'm calling all angels high if you are there. 6 Weihnachtssterne haben wir und ich nehme jetzt hier 4 Stück und gucke einfach schon mal, wo die mit rein dekoriert werden können. Und genau, ich stelle mir die jetzt einfach mal hier so dahin. Help me find the Christmas spirit. Und auch die kleinen Tannenbäumchen nehme ich jetzt einfach und gucke, wo ich die mir gerne, ich würde mal sagen, guck mal, die Scheiben kann man auch super noch variieren, die kann man hin und her schieben. Genau, und jetzt gucke ich einfach, wo wir die noch hin dekorieren. Jetzt nehme ich mein Polstermoos oder egal welches Moos ihr habt. Ihr könnt auch Äste nehmen, Birkenreisig, Mühlenbeck, genau. Ihr könnt jetzt den Topf damit verkleiden. Entweder ihr geht jetzt mit den Ästen oder mit dem Mühlenbeck oder was ihr habt hier einmal rum und könnt das super natürlich verkleiden. Das ist natürlich praktisch, dass ich das noch habe. Das lege ich mir jetzt einfach nur hier so rum. Kann man das sehen, Micha? Ja, gut. Sehr gut. Und dann stelle ich mir das nämlich hier einfach jetzt auf meine Scheibe rauf und guck mal, es ist super verkleidet, ich muss nicht viel machen und ich werde jetzt von hinten mir noch ein bisschen dagegen setzen und dann haben wir das nämlich super. Guck mal, man kann die Scheibe einfach mal eben nur so wegmachen und wir haben das super wegdekoriert, ohne großen Tamtam, ohne Draht, ohne irgendwas, und wir schieben uns das jetzt hier so in die Position zurück. Und das mache ich jetzt mit den ganzen anderen Töpfchen genauso. Bei den Weihnachtssternen ist es optimal. Guck mal, das sieht wirklich super natürlich aus. Wir haben es einfach nur rumgelegt und es hält wirklich perfekt. Bei diesen kleinen Töpfchen hier mit dem Bäumchen, da hält das nicht. Und da mache ich das einfach jetzt so, dass ich mir hier das Moos rumlege. Der Topf ist nämlich zu klein, der würde wegkippen und das wird nicht schön sein. Und ich nehme jetzt hier einfach nur wirklich ein Stück Draht, verzwirbel mir das, schneide mir das Stück ab und dann haben wir das auch super verkleidet. Wie gesagt, ihr könnt es auch bei den anderen so machen, aber das lasse ich jetzt einfach so. Und jetzt könnt ihr die nämlich wunderbar mit dazwischen rein dekorieren. Und alles super verkleidet. Es geht ruckzuck, das ist wirklich eine Tischdeko, die geht wirklich, ne, Micha? Ich weiß nicht, ein paar Minuten und schon ist es fertig. Also alles in Position gestellt, ganz natürlich. Jetzt kann man, also ich würde mal sagen, hier den hier zum Beispiel,
Den kann man super jetzt auch auf die andere Seite stellen, also nicht nur von einer Seite. Ich mache das nämlich gerade, merke ich, damit ihr das besser sehen könnt, aber einfach mal so hier ein bisschen hin und her spielen und dann zieht man das so ein bisschen, ja, einfach von der Tiefe die Deko zu einem hin. Und jetzt nehme ich nämlich den Rest von dem Moos, den wir haben, und genau, jetzt kann man das super hier nochmal an die Äste mit dran dekorieren, einfach hier einfach so ein bisschen hier oben ranlegen. Heute habe ich keine Heißklebe, das heißt, ich werde jetzt nichts hier am Ast fixieren. Gehe einfach da unter, stecke mir das Moos überall ein bisschen rein. Genau, und jetzt kann man sich hier kreativ komplett ausleben. Heute verbraten wir alles an der Tischdeko, ja, oder? Ja. Genau, jetzt habe ich hier nochmal die Zapfen hier bei uns in der Schale und ich würde sagen, guck mal, die kann man ja wirklich überall mit reinmachen. Also so wunderbar. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier keine Heißklebe und ich lege mir die hier jetzt überall einfach rauf. Auch hier ruhig an die kleinen Tannen. Und genau, das mache ich jetzt mal überall. Ihr könnt die auch ein bisschen so drauflegen. Und die großen Zapfen, finde ich, die kann man hier nämlich auch wunderbar, guck mal, hier einfach so reinstecken, hier so dazwischen. Und die Kokossterne, wir machen hier schon mit der Kamera hier unter, genau. Und die kann man jetzt, ich würde mal sagen, einfach hier noch so ein paar dazwischen und dann kommt doch richtig wunderbare Weihnachtsstimmung auf. Also hier wäre es wirklich jetzt von Vorteil, mit der Heißklebe zu arbeiten. Und guck mal, hier einfach auf die Holzscheibe raufgelegt. Und genau, hier dekorieren wir jetzt überall nochmal ein paar Sterne mit ein. Und den Sternanis, den finde ich auch, den machen wir jetzt auch noch mit rein. Einfach nur so kleine, ganz kleine Highlights hier überall noch mit reinsetzen. Und genau, das machen wir noch mal eben. Guck mal, und die Weihnachtsmänner, die können wir hier wunderbar jetzt in den Kranz eben mit anbraten, die beiden. Das heißt, wir haben hier oben die roten Kerzen, jetzt die Weihnachtsmänner. Und das geht jetzt runter in die Tischdeko mit Rot weiter. Und guck mal, Micha, gefällt dir das? Jetzt schneide ich mir hier ein Stück von dem Kraftpapier. Ihr könnt aber auch eine alte Papiertüte, ist auch wunderbar. Die sind noch fester vom Papier. Und hier schneide ich mir mal eben ein Stück ab. Wenn ihr so ein Stück abgeschnitten habt, ich habe mir das in 2 Stücke geschnitten, dann könnt ihr jetzt hier einfach wie so ein Trichter das einmal nur so rollen. Ganz einfach, und dann könnt ihr einfach mal eben gucken, wenn ihr eure Pflanze oder was ihr auch habt nehmt, und dann guckt ihr mal, dass das hier auch super hält. Das heißt, hier ist jetzt noch ein bisschen Luft und ich mache mir die noch ein bisschen enger, die Tüte, und dann gucke ich noch mal, guck mal, wunderbar. Und jetzt hält sie, jetzt nehme ich hier einfach nur ein Stück Tesafilm, fixiere mir das, jetzt ein Stück Draht, stecke mir den hier oben in die Tüte rein. Genau, einfach nur durchstechen. Dann guckt ihr die Länge, wie lang das runterkommen soll. Schneidet euch ein Stück ab. Und jetzt gucke ich einfach hier oben, dass ihr das hier verzwirbelt. 2-3 Mal umdrehen. Und steckt euch jetzt die Pflanze hier in die Tüte rein. Und jetzt könnt ihr gucken, natürlich mit den Kerzen aufpassen, dass da nichts anbrennen kann. Und jetzt könnt ihr hier oben bei euch, wo ihr die gerne ranmachen möchtet, könnt ihr die super fixieren. Und genau, und ich denke, diese Höhe ist ganz schön. Und die kleine Papiertüte mit Pflanze hängt wunderbar. Jetzt wird es schwierig, jetzt haben wir hier so viele Sachen hängen. Ne? Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Juteband abgeschnitten, weil ich finde, das ist doch auch wirklich sehr niedlich. Einfach hier noch mal so ein ganz natürliches Band rumwickeln, und hier vorne mache ich mir einfach nur einen Knoten rein, schiebe das hier einfach nur nach vorne, und guck mal, das sieht doch ganz natürlich aus und passt wunderbar
zur Tischdeko. Die kleinen Weihnachtssterne und Weihnachtsmänner, die hängen jetzt wunderbar. Und ich finde, da wir ja dieses Naturjuteband darum gewickelt haben, können wir das jetzt auch hier nochmal um unsere Kerzen wickeln. Und auch hier einfach nur einen Knoten. Und genau, schneide mir den Rest ab. Und ich würde sagen, es ist vollbracht. Und das war heute unser Thema. Und wir hoffen so sehr, dass euch das Thema heute gefallen hat und vielleicht auch sogar ein paar kleine Inspirationen gegeben haben. Genau, dann freuen wir uns nämlich sehr über einen Daumen hoch. Ne, Micha? Jawohl. Genau. Und eure Kommentare, immer herzallerliebst, freuen wir uns tierisch. Und genau, wir sind da sehr, sehr dankbar drüber. Und wir wünschen euch einen wunderschönen 4. Advent heute noch. Und genau, jetzt haben wir schon bald Weihnachten. Folgt uns gerne auch nochmal auf Instagram oder Facebook. Guckt hier unten mal, da findet ihr die Links dahin. Und auch gerne auf unsere Webseite, oder Micha? Ja, alles neu. Genau, hat er auch neu gemacht. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf euch. Eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. Herzallerliebst. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Christmas spirit again. I find myself wandering downtown.